Nachdem ich mich in der letzten Folge in öffentlichen Werkstätten umgehört habe, wo die Maker-Bewegung den 3D-Druck kreativ einsetzt, wird es diesmal ein wenig institutioneller, aber spannend bleibt es trotzdem. In dieser Folge geht es nämlich um 3D-Druck im Bildungssystem. Meine Gesprächspartner sind daran beteiligt, anderen die Technologie zu vermitteln, in der Schule und an der Universität. Ich möchte wissen, wie das bei SchülerInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen ankommt. Welche pädagogischen Chancen, aber auch Herausforderungen bringt der 3D-Druck mit sich? Wird 3D-Drucken durch den Einsatz an Schulen und Universitäten bald etwa so normal wie die Benutzung eines Computers? Und was ist eigentlich nötig, um die 3D-Druck-Expertinnen und Experten von morgen auszubilden? Willkommen bei Auf Knopfdruck 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich bin Wissenschaftsjournalistin. Wenn man sich mal so auf dem Arbeitsmarkt umschaut, dann gibt es dort bereits einen erheblichen Bedarf an Menschen, die praktische Erfahrung mit 3D-Druck vorweisen können, aber die Angebote, es dann tatsächlich auch lernen zu können, die sind hingegen immer noch recht überschaubar, würde ich sagen. Das gilt insbesondere für sehr spezielle Formen des 3D-Drucks, die bisher hauptsächlich in der Forschung zum Einsatz kommen. Ein Beispiel hier ist etwa die Zwei-Photonen-Lithografie, bei der durch Laserimpulse sehr kleine Strukturen hergestellt werden können. Davon hatten wir ja bereits in der ersten Folge etwas von Professor Dr. Wegener gehört. Eine Person, die dieses Know-how vermittelt, durfte ich interviewen, und zwar Dr. Enrico Lemmer. Er war im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order an einem Lehrmodul beteiligt, in dem Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler praxisbezogen den 3D-Druck erlernen können. Hallo Herr Lemmer, erzählen Sie uns doch bitte, was Sie mit dem 3D-Druck machen und wie Sie damit in Kontakt gekommen sind. Ich bin ein Postdoc am Zoologischen Institut des KIT vom 2018 bis März dieses Jahr 2022 gewesen. Also ich bin erstmal mit 3D-Druck in Kontakt genommen während meiner Promotion in Italien, weil dort habe ich an einem Projekt über 3D-Mikrostrukturen für die Messung der Invasivität von Krebszellen teilgenommen. Das Ziel hier war, Strukturen aus verschiedenen Festigkeiten herzustellen, die erlauben könnten, normale Zellen von Krebszellen auszeigen und prinzipiell trennen. Am KIT habe ich noch mit 3D-Strukturen und Zellen gearbeitet, aber die Grundidee hier ist, Strukturen zu bilden, die einzige Zellen beherbergen können. Das kann zahlreiche Anwendungen haben, zum Beispiel die Kräfte, die die Zellen aufbringen, zu messen oder herauszufinden, ob das Verhalten von Zellen in 3D anders ist als in 2D. Das ist wichtig, weil die physiologischen Bedingungen, in denen sich die Zellen finden, zum Beispiel im Körper, ist eine dreidimensionale Umwelt sozusagen. Aber die absolute Mehrheit der Forschung im Bereich Biologie ist auf Platten oder Schalen ausgeführt, das heißt auf zweidimensionalen Oberflächen. Also eine weitere wichtige Anwendung von dreidimensionalen Strukturen für einzige Zellen ist die Möglichkeit, verschiedene Zelltypen auf verschiedene Teilen oder Regionen einer Struktur anzubinden, das heißt tatsächlich anzukleben. Und das ist auch sehr interessant, wenn wir an die Möglichkeit denken, komplexe Muster zu gestalten. Das heißt in Perspektive ganze Gewebe oder Organe Zell nach Zell zu bilden tatsächlich. Sie haben im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order das Lehrmodul Hands-on 3D Laser Microprinting for Beginners angeboten. Was versteckt sich dahinter und wer nahm daran teil und warum? Also wir bieten einen Kurs an, in dem wir die Grundkenntnisse für Zwei-Photonen-Lithografie erklären. Normalerweise die Doktoranden, die am Kurs teilnehmen, sind motiviert, nicht nur, weil sie die Grundlage vom 3D-Druck kennen möchten, aber auch, weil sie lernen möchten, sie selbst die Strukturen aufbauen. Das heißt, dass viele Studenten und ihre Betreuer, Betreuerinnen finden es sehr hilfreich, für ihre Projekte besondere Strukturen herzustellen. Mhm. Wer war die Zielgruppe des Angebots? Sie hatten ja bereits Doktoranden und Studierende genannt. Meistens sind sie Doktoranden. Manchmal haben wir auch Postdoc gehabt. Muss man denn bestimmte Vorkenntnisse haben, um an dem Modul teilnehmen zu können?
Nein, also es ist nicht nötig, besondere Vorkenntnisse zu haben. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Sache, dass die Studenten unterschiedliche Vorkenntnisse haben. Deswegen ist es auch ganz normal, dass der Lernprozess nicht immer einfach ist. Zum Beispiel, viele haben gar keine Idee, was ein Femtosecond Laser ist. Oder dagegen, viele haben nie die sehr dünne Deckgläser, die normalerweise als Substraten für die 3D-Strukturen benutzt werden, behandelt. Aber normalerweise haben wir dann den Eindruck, dass am Ende des Kurses alle einen Einblick in der faszinierende Welt der 3D-Druck wahrgenommen haben. Heißt das dann auch, dass ich als Geisteswissenschaftlerin an Ihrem Kurs teilnehmen könnte? Ich weiß sogar, dass eine Femtosekunde sehr kurz ist. Ja, also, also tatsächlich können Sie prinzipiell auch teilnehmen, wenn Sie interessiert sind. Warum nicht? Also natürlich, es ist ein ganz praktischer Kurs. Das heißt, dass die Studenten brauchen das, um ihre eigenen Strukturen zu bilden. Aber natürlich, es ist nicht nötig, nicht unbedingt nötig, dass dann die Studenten in dem Reinraum oder mit den Maschinen arbeiten. Also manchmal machen sie das nur zu eigenen Kenntnisse, um weitere Maschinen oder um an weiteren Kursen teilzunehmen tatsächlich. Sie haben ja bereits erklärt, dass Sie den Kurs für unterschiedliche Fachrichtungen anbieten und es um die Grundlagen des 3D-Drucks geht. Wie unterscheidet sich das Modul dann von Kursen, die etwa von Makerspaces angeboten werden? Wir haben das gemacht als Teilnehmer der Cluster tatsächlich. Unsere Gruppe zusammen mit Professor Wegeners Gruppe haben dann entschieden, diese Modul zu teilen sozusagen. Was wir in dem Modul machen, Grundkenntnisse zu geben über eine besondere Technologie von 3D-Druck. Und das heißt die Zwei-Photonen-Lithografie. Wir bieten zuerst eine theoretische Einführung an und danach machen wir 3 Tage von praktischer Aktivität an der Maschine. Am Endeffekt, die Studenten werden in die Grundkenntnisse eingeführt und deswegen, das ist auch für die Leute, die nicht Vorkenntnisse haben, geeignet. Wie gesagt, können eventuell die Studenten, die schon eine Idee haben, eine eigene Struktur herzustellen. Also es ist möglich, dass die Studenten, die schon eine Idee haben, können sie tatsächlich die Strukturen selbst bilden, natürlich unter unserer Tutoring sozusagen. Warum genau steht Zwei-Photonen-Lithografie im Mittelpunkt des Kurses? Weil das ist die meistgebrauchte oder meistbenutzte in unserer Arbeitsgruppe und auch in anderen Gruppen am KIT. Und es ist tatsächlich die beste, würde ich sagen, Technologie, die heutzutage verfügbar ist. Und das ist, weil die Resolution, also die Qualität der Strukturen, die hergestellt werden können, ist im Bereich von wenige Mikrometern. Das heißt, wir können viel kleiner Strukturen als ein Haar herstellen. Wie sind die Lehrinhalte des Kurses mit der Forschung verbunden? Gibt es da Überschneidungen? In dem AG Bafaya haben wir diese 3D-Strukturen benutzt, um mit einigen Zellen zu arbeiten. Wir machen dann Biologie tatsächlich auf diesen Strukturen. Das heißt, wir verbessern die Technologie nicht sozusagen, aber wir benutzen die 3-Photonen-Druck, um eine ganz neue Anwendung oder ganz wichtige biologische Fragen zu antworten tatsächlich. Deswegen die Studenten können auch lernen, dass die Technologie existiert nicht nur, um kleine Strukturen zu bilden, aber sie existiert tatsächlich, um funktionelle Strukturen herzustellen. Ah ja, dann ist natürlich noch interessant, welche Rückmeldungen es da so gibt. Welches Feedback bekommen Sie dann von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Ja, tatsächlich sind die Studenten sind überrascht sozusagen, dass die Empfehlung, die wir meistens bekommen, ist auch weitere Methoden von 3D-Druck zu zeigen. Also, wie gesagt, wir fokussieren auf Zwei-Photonen-Lithografie, aber es gibt viele verschiedene weitere Methoden, Technologien. Im Kurs lehren wir die Grundlagen von Zwei-Photonen-Lithografie, aber es wäre sehr schön, wenn auch andere Kurse angeboten werden, die andere, mehr konventionelle Methoden gezeigt werden können.
Was würden Sie so zum Status quo sagen? Wie schätzen Sie den Stand der Lehre des 3D-Drucks an der Universität ein und wie könnte das in Zukunft aussehen? Ich glaube tatsächlich, dass die Entwicklung dann von 3D-Druck in den nächsten Jahren massiv wird. Schon im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mit 3D-Druck zu arbeiten, sind viele wichtige Fortschritte gemacht worden. Die Strukturen werden immer komplexer und verschiedene funktionelle Oberflächen sind entwickelt worden. Das bedeutet, dass in wenigen Jahren es sehr wahrscheinlich ist, dass 3D-Druckmethoden regelmäßig an der Uni als Hauptfach oder auch Hauptthemen gelehrt werden. Oder vielleicht es wird auch passieren, dass die Studenten ein ganzes Studium ins Bereich 3D-Druck besuchen können. Natürlich spielt dazu eine Grundrolle die Ausbreitung der Geräte für 3D-Druck. Ehrlich gesagt sind die Geräte noch für diese Technologie noch extrem teuer. Das heißt, nicht alle Laboren können eine Maschine haben und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für die nächste Entwicklung. Natürlich sind die Methoden auf theoretisch Photonik und Optik sowie Materialkunde basiert, aber es handelt sich immer um die tatsächliche Gegenstände herzustellen und also werden die Studien wahrscheinlich sehr praktisch sein. Also die Studien, die in der Zukunft angeboten werden können, sehr praktisch sein werden. Und der ganze Bereich 3D-Manufaktur wird auch sehr wichtige positive Folgen auf der Arbeitsplätze in ganzen Europa haben. Zu diesem Punkt hat tatsächlich schon die EU-Kommission in den letzten Jahren die 3D-Druck als Key Enabling Technology gezeichnet. Und das heißt tatsächlich, dass auch die Interessen von externen Behörden, Institutionen sowie die Erwartungen der Gesellschaft sehr hoch sind. Gibt es neben dem hohen Preis der Geräte auch noch andere Herausforderungen für die weitere Verbreitung? Also es gibt natürlich ein Problem von Kenntnisse natürlich. Also besonders die Zweiphotonenlithografie ist irgendwie neu oder nicht so verbreitet und deswegen sollen die Leute, die diese Technologie benutzen, sind noch nicht so viel. Also die Zahl vom Wissenschaftler ist noch nicht so hoch. Genau für diesen Grund sind diese Module auch oder die Kurse, die angeboten werden, sehr wichtig, weil vielleicht ist es nicht der Fall, dass alle Teilnehmer eine Beiphoton-Lithografie-Maschinen benutzen werden, aber mindestens wissen sie, was das ist und können sie danach helfen, sozusagen die Technologie auszubreiten und die Interessen der Technologie weitere auszubreiten. Wenn wir jetzt schon über die Zukunft sprechen, wie schätzen Sie denn die Entwicklung des 3D-Drucks in den nächsten 10 Jahren ein? Denken Sie, dass die notwendigen Kompetenzen auch den Weg von der Forschung in die Gesellschaft finden? Also in die nächsten Jahren, dann werde die Entwicklung sehr groß sein von diesen Technologien und wenn wir keine Probleme haben oder Probleme haben werden in den Verbreitungen von diesen Technologie, dann würde ich mich vorstellen, dass im Prinzip jeder von uns zu Hause seine eigene Mini-3D-Strukturen erstellen kann. Tatsächlich kann es manchmal nicht so hilfreich sein sozusagen, weil diese Strukturen tatsächlich für die Forschung gemeint und haben sie ein Ziel in Forschung. Aber genau diese Technologie haben den Großvorteil, dass sie einsetzen tatsächlich keine Grenze zur Freiheit sozusagen und für seine eigenen Zielen und tatsächlich praktisch gestalten. Jetzt kann seine eigene Kreativität äußern, um quasi jeder gedachte Form praktisch zu gestalten tatsächlich. Also ja. Okay. Und was bedeutet das dann für die Lehre? Ich meine, wenn jeder einen 3D-Drucker zu Hause hat, ist es dann nicht schon zu spät, erst in der Uni den geschulten Umgang damit zu lernen? Sollten wir nicht schon in der Schule damit anfangen? Ja, es könnte bestimmt eine Möglichkeit. Also
Es wäre gut zum Beispiel, wenn die Studenten schon vor der Uni lernen, wie eine 3D-Drucker zu benutzen, weil sie können zum Beispiel seine eigene Bleistift lernen herzustellen oder aufzubauen. Auch die Schüler können etwas anders in der Schule lernen. Nicht nur die klassische Biologie oder Mathematik oder andere Fächer lernen, sondern auch praktisch in der Welt der Zukunft aufzubauen. Tatsächlich. Sie hatten bereits angesprochen, dass es in der Gesellschaft hohe Erwartungen an den 3D-Druck gibt. Wie müssen wir dann als Gesellschaft über diese Technologie sprechen? Wie sollten Forscherinnen und Forscher mit unseren Erwartungen umgehen? Das kann etwas kompliziert sein, sozusagen, weil, also wir haben gesehen, wie schwierig Wissenschaft zu kommunizieren ist. Also es ist auch wichtig, dass die Entwicklungen von diesen Technologie richtig kommuniziert werden. Aber ich kann verstehen zum Beispiel, dass heutzutage könnte es schwierig für die meisten Leute zu verstehen, wie weit die Technologie schon gegangen ist. Wie gesagt, es ist schon weit gegangen, aber sind die Ergebnisse noch im Bereich Forschung verfügbar. Das heißt, es gibt keine wichtige praktische Verbesserung für die ganze Gesellschaft oder nicht direkt sichtbar. Deswegen braucht man noch, ich glaube, etwas Zeit, um zu dem ganzen Gesellschaft zu zeigen, dass die Technologie oder mindestens die Zwei-Photonen-Technologie schon bereit ist, um die ganze Gesellschaft zu verändern, zu verbessern. Also es gibt noch zu viele Verbesserungen, aber nur in der Forschung. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Dr. Lemmer. Wir halten also fest, der 3D-Druck wird in der Forschung in verschiedenen Disziplinen benötigt und auch eingesetzt. Dabei geht es maßgeblich um funktionelle Strukturen, die für spezifische Forschungszwecke entwickelt werden, was sich auch in der Lehre widerspiegelt. Auch wenn sich noch keine eigenständigen 3D-Druckstudiengänge entwickelt haben, zumindest noch nicht, die Möglichkeiten, den Umgang mit der Technologie an der Universität zu erlernen, die sollten ausgebaut werden. Eine weitere Einschränkung sind die hohen Kosten von Spezialgeräten abseits des handelsüblichen 3D-Drucks. Dadurch können sie nicht einfach in jedem Labor zum allgemeinen Gebrauch zur Verfügung gestellt werden. Die Erfahrung der letzten Jahre deutet jedoch darauf hin, dass sich die Entwicklung zunehmend beschleunigen wird. Es wird also immer wichtiger, den Umgang mit diesen Geräten und den verschiedenen Methoden des 3D-Drucks zu erlernen. Damit wiederum die Akzeptanz in der Gesellschaft dann auch steigt und der 3D-Drucker zum alltäglichen Haushaltsgerät werden kann, muss gewährleistet werden, dass man auch ohne ein spezielles Studium oder eine Ausbildung lernen kann, wie man ihn benutzt. So, und früher ansetzen, das bedeutet, den 3D-Druck schon in die Schulen zu bringen. Und genau damit beschäftigt sich mein nächster Gesprächspartner. Dr. Simon Maria Hassemer koordiniert ein Projekt des Kultusministeriums Baden-Württemberg zur Integration neuer Technologien an Schulen. Und dazu gehört auch der 3D-Druck. Freut mich auch, hier sein zu dürfen. Sie sind ein ganz wichtiger Gesprächspartner für diesen Podcast, denn wie unser Titel das schon sagt, auf Knopfdruck, 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen, wollen wir insbesondere ergründen, wie relevant 3D-Druck künftig sein kann. Und Sie arbeiten ja quasi direkt mit der Gesellschaft von morgen, nämlich mit Schülerinnen und Schülern und das in verschiedenen Positionen. Wie kommt das denn überhaupt, dass man so on top zum Lehrerdasein dann auch noch 3D-Druck zu seinem Beruf macht? Ja, und das, obwohl man gar nicht in den Fächern unterrichtet, in denen der 3D-Drucker dann auch tatsächlich so zum Einsatz kommt. Ich bin tatsächlich Deutsch- und Geschichtslehrer an einer beruflichen Schule in Baden-Württemberg, in Rastatt. Und das ist eigentlich ganz normal, dass eben Lehrkräfte auch durchaus abgeordnet werden können. Jetzt in dem Fall an das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, das ZSL. Also das ist, ich sage immer ganz gerne oder sehr vereinfacht, das ist so die Exekutive des Kultusministeriums. Ein bisschen tautologisch, weil das Kultusministerium ist ja Exekutive, ist ja Regierung. Ne? Aber das ist einfach ein Institut, das Aufträge vom Kultusministerium bekommt. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass das Innenministerium auch noch, es wird kompliziert, aber ich versuche es einmal einfach zu sagen, es gibt eine Digitalstrategie,
des Landes Baden-Württemberg, vom Innenministerium. Da sollen auch die Schulen beteiligt werden. Dann wurde also das Kultusministerium beteiligt. Das Kultusministerium hat den Auftrag an das ZSL gegeben, damals noch die Vorgängerinstitution des ZSL, also dieses Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Und da bin ich als verbeamteter Lehrer eben abgeordnet und zuständig für das Projekt 3D Erleben. Und dieses Projekt beschäftigt sich mit der Implementierung von 3D-Druck, aber auch von Extended Reality in den Schulen Baden-Württembergs. Und ich bin dazu gekommen, jetzt nicht, weil ich Deutsch- und Geschichtslehrer bin, sondern weil ich auf der LearnTech, das ist ja eine bekannte Messe für digitale Bildung, sogenannte digitale Bildung, da bin ich 2018 drüber gegangen und ich habe mich für dieses Thema Virtual Reality vor allem interessiert, habe dann Kontakt bekommen, direkt auf der LearnTech selbst, zu eben Personen aus dem Landesinstitut für Schulentwicklung, also einer dieser Vorgängerinstitutionen des ZSL, und die haben gemeint, oh, das ist toll, wir haben da gerade so einen Projektauftrag. Und so bin ich ins Gespräch gekommen und wurde dann auch abgeordnet, habe Ende 2019 dieses Projekt dann übernommen. Und so passiert das manchmal, dass man plötzlich in neuen Positionen dann ist. Ah, okay. Das heißt, Sie selbst haben gar nicht vorher mit 3D-Druck zu tun gehabt. Das ist richtig, genau. Also ich habe mich für Virtual Reality interessiert und dann eben über dieses Projekt bin ich dann auch zum 3D-Druck gekommen, habe auch tatsächlich selber einen 3D-Drucker im Keller stehen. Aber meine Aufgabe ist es gar nicht so sehr, eben jetzt selber das auszuprobieren, alles so. Also ich möchte das machen, weil ich ja auch wissen möchte, was da passiert und weil ich natürlich auch als Projektleiter mitreden können muss, ist ja klar. Aber es geht tatsächlich eher um Verwaltung, so langweilig das jetzt gerade klingt. Aber das ist es gar nicht so. Bitte bleiben Sie dran. Es wird noch sehr spannend. Ja, da gehen wir gleich auf jeden Fall weiter rein ins Thema. Ich habe nämlich auch dann in Ihrem Twitter-Profil, als ich mich vorbereitet habe, einen Begriff gelesen, den musste ich selber erstmal googeln, nämlich Ludologe. Oh! Das fand ich spannend. Das ist nämlich eigentlich die Lehre vom Spielen. Also Sie befassen sich ja auch wirklich wissenschaftlich mit dem Spielen. Das klingt nach einer spaßigen Forschung. Stellt 3D-Druck dann für Sie auch so ein spielerisches Element im Unterricht dar? Absolut. Und jetzt kommen wir auch endlich zu dem Thema, oder schon, Sie sind ja super, Sie kommen ja sofort zu dem Thema, das spannend wird, nämlich Spielen und Lernen. Zum Hintergrund oder auch zur Richtigstellung, also ich habe tatsächlich mit meiner Dissertation mich mit Ludologie beschäftigt. Da ging es um eben unter anderem, wie Mittelalter in Videospielen dargestellt wird und wie es unser Bild vom Mittelalter eben auch, also so ähnlich wie andere Medien wie Kinofilme oder historische Romane, unser Bild, unsere Vorstellung von dieser Zeit prägen. Daher eben das Ludologe in meinem Twitter-Profil. Aber tatsächlich bin ich am selben Institut, am ZSL, auch zuständig für Game-Based Learning. Also ich mache 3D-Erleben und Game-Based Learning und das hat natürlich miteinander zu tun. Bei Virtual Reality ist es, glaube ich, noch sehr viel offensichtlicher. Da gibt es ja eben Spiele und VR kommt unter anderem aus der Gaming-Branche. Bei der 3D-Druck ist es jetzt nicht ganz so offensichtlich. Aber einmal kann man natürlich 3D-Druck auch für Rapid Prototyping von selbst entwickelten Spielen verwenden. Aber es ist auch im Umgang mit den 3D-Druckern in der Schule und den Medienzentren, ist es eher so ein exploratives und spielerisches Lernen. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen sagen, wie so ein 3D-Drucker, in welchem Kontext und in welchem Lernsetting der eingebettet ist. Und da ist... Ja, zoomen wir mal rein in die Schule. Super, genau. Und dann gehen wir in der Schule an den ganzen Klassenzimmern vorbei und ignorieren die und gehen in einen Lernraum, der anders ist. Und das ist der Makerspace. Man kann sich das, glaube ich, ganz gut als Kreativwerkstatt vorstellen. Das ist also nicht irgendwie Stühle in einer Reihe und vorne ist eine Tafel oder eine Beamer-Leinwand, sondern das ist ein Raum, der ist vollgestopft mit Equipment, mit dem man gemeinsam kreativ sein kann. Und der 3D-Drucker ist ein wichtiges Element, aber eigentlich auch nur wirklich ein Element davon. Ne? Das sind auch Lötkolben und Nähmaschinen und Plotter und 3D-Scanner beispielsweise auch, verschiedene 3D-Drucker, all das kann sich in so einem Makerspace finden. Und jetzt ist es so,
dass eben Schülerinnen und Schüler in solchen Makerspaces, die gibt es ja auch außerhalb der Schulen, die gibt es beim Medienzentren, die gibt es in manchen Kommunen eingerichtet, dass die da eben zusammen Projekte realisieren können. Das können Projekte sein, die einerseits irgendwie durch die Lehrkraft angeleitet sind, zum Beispiel auch Inhalte, die im Bildungsplan stehen, aber es können auch Projekte sein, die die Schülerinnen und Schüler selber gestalten. Ne? Und dann haben wir auch hier wieder didaktisch so ein Design-Thinking-Prozess mit drin. Sie müssen auch in diesem, das nennt man handlungs- und produktorientierten Unterricht, werden Sie lernen, Sie müssen nicht, aber Sie werden lernen, eben gemeinsam Absprachen zu treffen, Kommunikation also. Es werden Probleme auftreten, jetzt gerade eben mit den 3D-Druckern. Diese Probleme werden gelöst werden müssen. Man muss also hier kreativ sein und Problemlösekompetenzen beweisen. Man muss im Team arbeiten, weil so ein Projekt, das ist nicht so, einer macht alles und die anderen gucken irgendwie zu, sondern das ist auch dann arbeitsteilig, geht man da vor. Und man muss auch immer wieder kritisch hinterfragen, ist das jetzt gut gelaufen im Prozess? Auch eine soziale Komponente kommt da natürlich dazu, wie gut das Team funktioniert. Und eben unser eigenes Vorgehen muss immer wieder kritisch reflektiert werden. Die Ergebnisse, also Sie merken, da sind die 21st Century Skills, diese 4K-Kompetenzen, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität, die sind da voll mit drin. Und das ist ja auch genau das, was die Arbeitswelt der Zukunft braucht von dieser Generation und brauchen wird. Heißt das dann, die Schüler und Schülerinnen haben jetzt nicht das Fach 3D-Druck, sondern die kommen aus verschiedenen Fächern oder Projekten zusammen? Das wäre natürlich super. Da sind wir jetzt aber noch nicht ganz so weit an der Stelle. Wir sind so im Schulsystem doch noch ziemlich verhaftet an den bestehenden Fächerstrukturen. Und die Fächer, die schon eben den 3D-Drucker am besten eben im Kontext dieser Makerspaces als besondere Lernräume einsetzen, das sind technische Fächer momentan vor allem noch. Ne? Also wir haben gerade an den beruflichen Schulen in Gestaltungs- und Medientechnik beispielsweise, also das ist Design, da haben wir das schon in den Bildungsplänen drin. Wir haben es in der Sekundarstufe 1, aber auch im Fach Technik. Also da gibt es eine Bildungsplaneinheit, die heißt Werkstoffe und Produkte. Da kommt der 3D-Drucker drin vor. Da kommen aber auch andere Verfahren drin vor, also auch subtraktive Verfahren, Fräsen und dann eben noch der 3D-Drucker als vergleichsweise neues additives Verfahren. Und da fehlt mir ehrlich gesagt auch ein bisschen die Kreativität als jetzt zum Beispiel Geschichtslehrer oder als Gemeinschaftskundelehrer. Wie kann ich jetzt einen 3D-Drucker irgendwie im Politikunterricht oder im Geschichtsunterricht einsetzen? Und vielleicht müssen wir da ein bisschen outside of the box denken, indem wir dann überlegen, okay, für mein Fach ist da aber nichts dabei, ja, brauche ich das Thema gar nicht. Sondern ich habe es ja auch schon mal vorhin ganz kurz erwähnt, ne? Wenn ich jetzt einfach den 3D-Drucker oder den gesamten Makerspace als Möglichkeit für Rapid Prototyping benutze und ich eben als Pädagoge, dass meine Schülerinnen und Schüler auch gemeinsam in Projekten lernen, dann könnte ich beispielsweise auch sagen, entwickelt bitte ein Lernspiel zur Weimarer Republik und ihr könnt gerne den Makerspace dafür benutzen, um zum Beispiel mit dem Plotter Spielkarten zu drucken oder wenn ihr irgendwie ein Spielbrett braucht oder Spielfiguren, spezielle Spielfiguren, gerade für dieses historische Thema, dann nutzt eben CAD und den 3D-Drucker, um euer Lernspiel zu realisieren. Mhm. Für die Leute, die es nicht wissen, muss ich noch mal einmal nachfragen, was CAD bedeutet. Das heißt Computer Aided Design. Und das bedeutet einfach, dass man am Computer oder eben am Tablet ein 3D-Modell zum Beispiel entwirft und das dann in ein bestimmtes Dateiformat exportiert, OBJ oder STL. Und das sind dann Dateiformate, die der 3D-Drucker eben drucken kann. Mhm. Das heißt, ich kann eine Spielfigur entwickeln. Ja, absolut. Cool. Da ist wirklich keine Grenzen gesetzt an der Kreativität. Also natürlich würde ich jetzt auch mal in der Grundschule und unsere Medienzentren machen das. Erstmal so mit der normalen Spielfigur, die man so aus Mensch ärgere dich nicht oder sowas kennt. Ne? Also an geometrische Formen, Kegel
vielleicht ein Zylinder, oben eine Sphäre, also einfache geometrische Formen in CAD dann zusammensetzen und dann an den Drucker schicken und der druckt es dann aus. Da kann man also wirklich schon in der Primarstufe, in der Grundschule mit anfangen. Aber wenn Sie jetzt, um nochmal auf mein Beispiel zurückzukommen, da eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern gemeinsam ein Lernspiel entwickeln lassen und die brauchen spezielle Figuren oder spezielle Spielmaterialien. Da können Sie natürlich auch zum Beispiel historische Figuren am Computer nachbauen mit CAD und die dann ausdrucken. Das geht erstaunlich gut. Ist natürlich mehr Zeitaufwand. Ne? Klasse. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Warum wählen SchülerInnen dieses Nebenfach oder nehmen dann an so einer AG teil? Weil es anders ist. Weil es nicht der Unterricht ist, der ja doch vielerorts doch noch so praktiziert wird, dass wir die Schülerinnen und Schüler in einen Raum setzen, der frontal ausgerichtet ist und die Lehrkraft doch noch einen sehr dominanten Anteil am gesamten Lernprozess hat. Nämlich, also ich habe überhaupt nichts gegen Instruktionsphasen. Die müssen sein. Übrigens auch im Makerspace. Das ist eine Werkstatt. Da muss auch erstmal jemand instruieren. Also ganz allgemein erstmal die sicherheitsrelevanten Aspekte, aber dann natürlich auch die Funktionsweisen. Ich brauche auch Tutorials, um eben mit diesen CAD-Programmen kompetent umgehen zu können. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier stehe und sage, der Lehrer wird abgeschafft oder so. Aber es gibt dann wirklich diese ko-kreativen Phasen, gerade in solchen Makerspaces, die sind für das Lernen, und das ist auch wirklich wissenschaftlich belegt. Und auch, das ist nichts Ideologisches und das ist auch gar nichts Neues. Das Lernen nur so funktioniert, also über dieses soziale Miteinander, über diese ko-kreativen Prozesse. Und das ist dann auch die Phase, wo der Lehrer oder die Lehrkraft eher begleitend unterstützt und eben aus dieser Rolle als Instruktor herausfällt und eben das nicht mehr ist. Und ich glaube, dass wir im Moment in den Schulen der Lehrer oder die Lehrkraft als Instruktor, dass das immer noch sehr dominant ist und dass es gefällt Schülerinnen und Schülern, gemeinsam mit ihren Peers kreativ zu sein und Probleme zu lösen und was Eigenes zu entwickeln. Und deswegen ist das sehr viel attraktiver als eben also ich überspitze es jetzt ein bisschen, als dieser klassische Frontalunterricht, wo der Lehrer vorne steht und dir was erzählt und ich mitschreiben muss oder so, ne? Und das ist also nicht nur, es gefällt den Schülerinnen und Schülern nicht nur besser, sondern es ist auch noch besser für das Lernen und es ist auch besser für die Kompetenzen, die sie für die Zukunft brauchen. Ja. Stichwort 21st Century Skills. Und deswegen ist es auf allen Ebenen besser. Jetzt erhalten Sie ja sicherlich auch Feedback von LehrerInnen, oder? Welches Feedback kommt da an Sie zurück? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mehr Spaß macht, als die ganze Zeit frontal zu unterrichten. Ja, wobei dieses Frontalunterrichten ist für viele natürlich auch schon zu einer Komfortzone geworden. Also das ist wirklich diese berühmte Haltungsfrage bei Lehrkräften. Habe ich jetzt wirklich auch intrinsisch Bock drauf, mich auf dieses Thema einzulassen, obwohl ich mich da gar nicht so auskenne? Bin ich so vom Typ her derjenige, der sagt, boah, cool, 3D-Drucker, das ist sowas, wollte ich mir sowieso mal besorgen, auch privat. Und jetzt kann ich das sogar in der Schule, kann ich das zu meinem Beruf machen. Ja, wenn Sie so eine Lehrkraft haben, dann ist das eine Win-Win-Situation. Und dann wird das auch nachhaltig gut werden und dann haben auch die Schülerinnen und Schüler was davon. Lehrkräfte dazu zu verdonnern, du musst jetzt on top auch noch zu der ganzen Belastung, die ohnehin da ist, sehr viele Korrekturen, Notendruck, den haben ja nicht nur Schülerinnen und Schüler, den haben auch Lehrer, ja, Lehrerinnen. Und dann noch jetzt im Moment natürlich auch noch jeden Morgen irgendwie Corona-Tests machen. Wenn das von der Lehrkraft so empfunden wird, dass da jetzt noch etwas on top draufkommt und eine Technologie ist, mit der ich ja gar nicht mich so gut auskenne und ich habe es eh nicht so mit Computern und meine digitalen Kompetenzen sind gar nicht so, dann wird es eher als Belastung empfunden. Dann, glaube ich, bringt das aber auch nichts. Jetzt habe ich ja gesagt, 3D-Drucker sind da eher auch in Fächern zu finden,
die so eine Nähe zur Technik haben, ne? Gestaltungs- und Medientechnik, habe ich gesagt, Informationstechnik ist da dabei, das Wahlpflichtfach Technik, Sie haben es gerade angesprochen, das trifft dann auch auf Lehrkräfte, die da affin für sind. Nur eben für solche Lehrkräfte, wie jetzt beispielsweise mich, die eher geisteswissenschaftliche Fächer haben, da gibt es nicht eben diesen, wie ich bereits gesagt habe, ne, diesen direkten Bezug zu meinem Fach. So, hier, ich könnte natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Kolosseum ausdrucken oder das Brandenburger Tor oder eine Pyramide von Gizeh, aber was habe ich davon? Ich habe ein Anschauungsobjekt hergestellt. Die Schülerinnen waren überhaupt nicht beteiligt daran, haben diese ganzen Benefits von gemeinsamen Arbeiten, Problemlösefähigkeiten und so weiter gar nicht mitgekriegt. Also das ist ja ungefähr so, wie wenn ich aus dem Kartenraum eine Karte hole und die im Klassenzimmer aufhänge. Wenn ich einfach nur ein Objekt, ein Anschauungsobjekt aus dem 3D-Drucker mitbringe in den Unterricht. Da ist, glaube ich, das Potenzial dieser Geräte nicht ausgenutzt. Impulse zu setzen, wie man so ein Makerspace auch in geisteswissenschaftlichen Fächern einsetzen kann, dann gelingt es uns, das Thema eben auch viel breiter aufzustellen, als dass es jetzt irgendwie nur ein weiteres Werkzeug für den Technikunterricht ist. Weil das ist es nicht. Und das zeigen uns auch die Zukunftsvisionen, wohin es mit dem 3D-Druck gehen wird. Also hat es was mit der Integration zu tun, wie ich es dann auch in den Unterricht implementiere. Wenn ich jetzt aber an die Schülerinnen und Schüler denke, Sie haben das gerade schon gesagt, dass Sie jetzt Geisteswissenschaftler sind. Ich habe jetzt ursprünglich auch mal Germanistik und Philosophie studiert, war auch in der Schule eher in diesen Fächern, würde ich sagen, affin. Es hat mir aber immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, wenn ich dann im Physikunterricht vorne irgendwelche Sachen zusammenfriemeln durfte und da endlich auch mal praktisch tätig wurde. Ist es nicht auch dann eine schöne Möglichkeit, um ja andere SchülerInnen für MINT-Fächer und solche Themen zu begeistern, die vielleicht gar nicht daran gedacht haben? Denn Sie haben ja gerade schon gesagt, Kommunikation und Kreativität ist total wichtig. Und das sind zum Beispiel Kompetenzen, die mir auch schon in der Schule total gelegen haben. Ja, absolut. Also warum haben Sie, obwohl Sie dann einen anderen Weg eingeschlagen haben mit Germanistik und Philosophie, Sie hatten ja trotzdem Freude daran, in Physik was auszuprobieren. Und ich glaube, das ist genau dieses Erlebnis, dieses explorative Lernen, das können wir auch da sind die MINT-Fächer eigentlich stark. Also vor allem jetzt die Int-Fächer, denke ich mal, von diesen. Äh, und da Nehmen wir Mathe mal raus. Ja, genau. Also nee, ich will jetzt auch gar nicht den Mathematikkolleginnen und Kollegen dazu nahe treten. Da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, da was zu machen. Ich habe ja eben, also gerade bei Geometrie, hatte ich ja angedeutet, bei den Spielfiguren, ne, da habe ich schon in der 3. Klasse irgendwie grundlegende geometrische Formen wie Kegel, Zylinder, Sphäre und so weiter. Pyramide haben wir auch schon erwähnt, allerdings im Zusammenhang mit Geschichte. Also da kann man natürlich auch sehr, sehr viel machen. Ist beispielsweise eine unserer Pilotschulen, die haben ihr gesamtes Schulgebäude ausgemessen und dann eben in Minetest nachgebaut. Das ist so die Open-Source-Variante von Minecraft und die mussten daher sehr viel rechnen. Also erstmal das Messen, muss man dazu sagen, ist auch ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum gewesen, also mit Förderschwerpunkt. Und das war für die natürlich auch eine Herausforderung. Erstmal das Messen, die Daten sammeln, dann das Umrechnen, dann das eben in Minetest nachbauen. Und dann haben sie die Datei genommen und das Schulgebäude, das sie da am Computer gebaut haben, im Prinzip spielerisches CAD, ja, wenn Sie so wollen. Und dann haben sie ihr das Modell der Schule ausgedruckt. Und so haben die Mathematik gelernt. Und jetzt nicht eben mit Instruktionen und dann ganz vielen Rechenaufgaben, wo auch wirklich, mir fällt gerade das deutsche Wort leider nicht ein, wo so der Purpose gefehlt hat. Helfen Sie mir kurz. Purpose, also ein bisschen der Sinn eigentlich, für den man das macht. Ja, genau. Ne? Ganz genau. Und wenn ich dann, wenn die Lehrkraft in dem Fall also instruiert, wir bauen jetzt unser Schulgebäude in einem Computerspiel nach und drucken es danach aus, und ihr müsst da zusammenarbeiten, allein um das Maßband zu halten und einer muss auch noch die Daten eintragen und dann müssen wir ein bisschen was rechnen, um das eben auch in das Spiel zu bekommen. Das ist eine ganz andere Sinnhaftigkeit,
als wenn ich jetzt einfach nur gesagt bekomme, du musst diese und diese Rechenoperation, die musst du können. Mhm. Da merke ich, da kommt die Ludologie, die Gamification schon wieder ins Spiel. Ja, das stimmt. Das klingt auf jeden Fall wesentlich spannender. Dann verstehe ich aber richtig, es gibt verschiedene Schulniveaus, also es können verschiedene Schulen dann diese Makerspaces nutzen. Ja, genau, genau. Und ich wollte noch anschieben, natürlich können auch Eltern sagen, ja, wir haben früher aber noch echt selber gearbeitet, so mit Ton und so, also haptisch. Ja, wir haben so viele Sachen gebastelt, vor allem in der Grundschule. Meine Tochter geht auch noch zur Grundschule und wenn die mit einem selbstgefertigten Hamster in Ton nach Hause kommt, ist sie natürlich auch stolz und hat was selber erschaffen. Und das Tolle an 3D-Druck ist jetzt, dass es gleichzeitig digitale Kompetenzen vermittelt. Also ich will überhaupt nicht, die sollen weiter bitte diese haptischen Erlebnisse auch fürs Lernen unglaublich wichtig haben. Die sollen bitte weiter mit Ton arbeiten und so weiter. Jetzt können sie aber zusätzlich mit 3D-Druck auch noch digitale Kompetenzen bekommen, indem sie eben zum Beispiel einfachste Formen in CAD machen und das Ganze dann ausdrucken. Und da hat ein Begriff, der ist mir echt da im Gedächtnis geblieben, der stammt von Neil Gershenfeld, der MIT-Professor, der diese Makerspaces auch ja eigentlich mit erfunden hat. Der sagt, der 3D-Drucker ist eine digital zu analog Maschine. Ich produziere etwas kreativ, digital am Computer und kann es dann in die analoge Welt ausdrucken. Ja, wenn ich jetzt das Tonbeispiel nehme, da ist alles analog und das ist auch alles gut so. Wir leben aber zunehmend in einer digitalisierten Welt und wir müssen diese digitalen Kompetenzen auch schon in der Primarstufe früh fördern. Und das heißt nicht, dass der Tonofen, der Brennerofen, ja, dass der irgendwie jetzt rausgeschmissen wird aus der Grundschule und ersetzt wird durch nur noch 3D-Druck, sondern es geht halt beides. Und Sie könnten sich auch vorstellen, dass Sie dann irgendwie für den Hamster aus Ton jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Motorradhelm oder ein Auto in CAD konstruieren und dann die Tonfigur da in das 3D gedruckte Auto reinsetzen oder sowas. Ja, das kann ja alles auch miteinander harmonisch gehen. Und ist das ist auch echt etwas, obwohl ich irgendwie Digitalo bin, diese Ausschließlichkeit entweder oder, die gibt es nicht in der realen Welt und die sollte dann auch nicht in die Schulen kommen. Also dafür wird einem manchmal gerne ein Strick draus gedreht. Ja. Jetzt hatten Sie aber noch eine andere Frage. Mir ist das nur gerade, sorry, so Nö, eingefallen. das ist schon in Ordnung. Wir waren ja bei den Eltern. Wir gehen mal weiter. Ich finde auch, es steht in gar keiner Konkurrenz zueinander. Man könnte ja auch den Hamster, den Tonhamster dann einscannen und gucken, wie der aus einem anderen Material wieder rausgedruckt wird und vergleichen. Also das geht natürlich alles. Voll die gute Idee. Ja, richtig. Wir haben so 3D-Scanner auf dem Teller und dann macht man den Hamster drauf. Und auch wenn man vielleicht mit dem Ergebnis, ne, weil das kommt aus dem Brennofen, ist man nicht ganz so zufrieden. Das Tolle an diesen digital zu analog Maschinen ist, ich kann ja immer wieder in die Datei reingehen und nochmal Veränderungen vornehmen. Deswegen wird das ja auch so gerne im Prototyping benutzt. Und da lernen dann auch die Kinder, gut, den Hamster, den habe ich jetzt gemacht, der ist jetzt so fertig, den kann ich nicht mehr verändern. Wenn ich was verändern will, dann geht der Ton kaputt, weil der ist schon gebrannt. Aber ich kann jederzeit wieder in die Datei gehen und da nochmal Veränderungen vornehmen und das nochmal neu ausdrucken und gucken, wie funktioniert das jetzt. Und das geht nicht nur mit Hamstern, das geht dann natürlich auch mit technischen, mit Getrieben und so weiter, geht das natürlich noch viel, viel besser, wenn Sie etwas entwickeln müssen, das irgendwie in einer Weise funktionieren muss und nicht einfach nur eine Figur ist. Dann lassen wir uns gerne nochmal wieder rauszoomen aus der Schule, aus dem Klassenzimmer. Wieso ist es denn wichtig, dass wir uns als Gesellschaft mit 3D-Druck und Bildung auseinandersetzen? Weil es einfach so unglaublich viele Bereiche gibt, in denen 3D-Druck auch in Zukunft noch viel stärker zum Einsatz kommt. Und ich denke da vor allem an solche Biodrucker. Also was wir bei 3D erleben haben, sind zum Beispiel Lebensmitteldrucker. Das ist natürlich auch cool, wenn Sie was aus Marzipan drucken können oder sogar aus Kartoffelpüree. Aber ich meinte damit eigentlich eher so im medizinischen Bereich. Und da denke ich jetzt vor allem an Zelldrucker, dass sie also sogar ganze dass sie zum Beispiel ganze Organe drucken könnten
und natürlich auch dann mit anderen Materialien, entsprechend Prothesen. Zahnimplantate werden schon gedruckt. Also jetzt haben wir den großen Bereich der Medizin, in denen eben 3D-Druck auch eingesetzt werden kann schon. Das ist dann natürlich auch ein Grund, warum man das durchaus mit in die Schulen bringt. Ich kann ganze Häuser drucken mit 3D-Druckern. Also auch eben hier ein unglaublich gesellschaftsrelevantes Problem, um kostengünstig der Wohnungsnot zu begegnen. Und so gibt es eben noch viel mehr Beispiele, wo 3D-Druck in Zukunft äußerst relevant werden kann. Und deswegen ist es wichtig, das in den Unterricht zu bringen, in die Schulen zu bringen. Und das ist vielleicht noch etwas, was wir in diesem Podcast noch gar nicht gesagt haben. Wir haben sehr viel gesprochen über gemeinsam Kreativität, 21st Century Skills im Makerspace, veränderte Lehrerrolle, irgendwie so. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, dass wir 3D-Druck auch zum Unterrichtsgegenstand machen. Also stellen Sie sich jetzt mal irgendwie als das Schulfach Zukunft vor. Und da gibt es eine Unterrichtseinheit Virtual Reality, da gibt es aber auch eine Unterrichtseinheit 3D-Druck. Also dass man auch, oder machen wir es im Ethikunterricht. Im Ethikunterricht oder im Gemeinschaftskundeunterricht kann ich super das Thema 3D-Druck diskutieren. Da muss ich nicht unbedingt jetzt CAD machen und da was ausdrucken, sondern es geht darum, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern zu überlegen, was wäre denn das Potenzial für eine bessere Zukunft, für eine gerechtere Gesellschaft dieser Technologie. Verstehen Sie? Also, dass man eben nicht nur lernt, wie gehe ich damit um, dann ist es das Werkzeug, sondern eben auch drüber spricht, wie verändert das die Welt? Und wie kann ich dazu beitragen, diese Welt zu verändern? Denn es ist ja die Zukunft, auf die wir in der Schule nicht nur vorbereitet werden sollen, sondern wir sollen eigentlich auch, oder Schülerinnen und Schüler sollen ja dazu befähigt werden, diese Zukunft auch aktiv mitgestalten zu können. Und dazu wissen, was es für Möglichkeiten gibt und dann eben gemeinsam zu diskutieren und ethisch zu bewerten, was sind da die Vorteile, aber vielleicht was sind auch Gefahren von 3D-Druck für unsere Zukunft, für unsere Gesellschaft in der Zukunft. Das ist etwas, was unbedingt auch, denke ich, in die Bildungspläne mit rein muss, dass man also nicht nur das als technisches Instrument wahrnimmt und entsprechend in den Bildungsplänen verankert, sondern eben auch eben in den gesamten gesellschaftsrelevanten Fächern thematisiert. Ethik, Gemeinschaftskunde im Besonderen. Da haben Sie fast meine allerletzte Frage vorweggenommen. Die wäre nämlich, wir springen jetzt nochmal 10 Jahre in die Zukunft. Was wünschen Sie sich für 3D-Druck dann an der Schule? Wo sollen wir in 10 Jahren sein? Also ich kann Ihnen sehr gut sagen, was ich mir in 10 Jahren für die Schulen wünsche, weil ich bin ja nicht gerne. der Lobbyist für 3D-Druck. Ja, also für den 3D-Druck würde ich mir wünschen, ja, dass er in den Schulen gut ankommt, natürlich. Aber viel wichtiger ist ja, warum. Und in welchem Zusammenhang der 3D-Drucker dann in den Schulen der 2030er Jahre steht. Also in den 2030er Jahren, in den frühen 2030er Jahren, wenn ich da in eine Schule komme, dann gibt es viel mehr Makerspaces. Es gibt überhaupt Makerspaces an Schulen. Es gibt viel weniger Klassenzimmer. Die Schülerinnen und Schüler haben viel mehr Freiheiten. Die Lehrkräfte haben mehr Freiheiten. Die Zeit, die sie zum gemeinsamen Lernen verwenden können, eben auch so gut zu nutzen. Und es ist eine Schule, in der viel stärker kompetenzorientiert gearbeitet wird für das 21. Jahrhundert. Und da ist der 3D-Drucker sicherlich als Teil des Makerspaces, als neuem Lernraum ein ganz wichtiges Instrument. Aber das war es dann auch schon fast für den 3D-Drucker selber. Und was damit gemacht wird und mit den anderen Gerätschaften in dieser Kreativwerkstatt und wie auch das in gesellschaftsrelevanten Fächern, gesellschaftswissenschaftlichen Fächern eben thematisiert und besprochen wird, dann wird eben aus dieser Kreativwerkstatt, wenn man auch noch eben diese kognitive Ebene und die ethische Ebene dazu nimmt, wird aus der Kreativwerkstatt auch eine Zukunftswerkstatt. Und das wünsche ich mir für Schulen, dass wir vielleicht wirklich in 10 Jahren gar nicht mehr von Schulen mit all den negativen Konnotationen sprechen, sondern eben von Zukunftswerkstätten, wo eben nicht auf die Zukunft vorbereitet wird,
wir wissen gar nicht, wie die Zukunft aussieht, deswegen können wir auch gar nicht darauf vorbereiten, sondern wo Zukunft gestaltet werden kann oder wo die Fertigkeiten und Fähigkeiten trainiert werden, um Zukunft gestalten zu können. Das klingt auf jeden Fall nach einer Schule, auf die ich viel lieber gegangen wäre und auf die ich auch meine Tochter dann sehr gerne schicken würde. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr, sehr gerne. Dass es richtig viel Spaß macht, in der Schule 3D-Drucker einzusetzen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, weil man da als Schüler oder Schülerin seiner Kreativität mal so richtig freien Lauf lassen kann. Der Hamster aus Ton, der ist dagegen natürlich in seiner Gestaltung und Umsetzung sehr begrenzt. Wichtig ist jedoch, dass der 3D-Druck nicht das haptische Werken ersetzen soll, sondern ergänzen. Und dazu kommt dann noch die Vermittlung technischer Kompetenzen. Deswegen war und ist der 3D-Druck in Schulen bisher hauptsächlich Teil des Technikunterrichts. Durch den Einsatz in Fächern wie Geschichte könnte die Technologie im Rahmen eines lebendigen Unterrichts dann aber neue pädagogische Möglichkeiten eröffnen. Das entsprechende Stichwort ist hier spielerisches Lernen. Ein Thema, mit dem sich Dr. Hassemer als Ludologe ja ganz schön gut auskennt. Wichtig dabei, 3D-Druck ist nur eine von vielen Möglichkeiten, den Unterricht dann auch spannend und abwechslungsreich zu gestalten. Zusätzlich wünscht sich Dr. Hassemer eine Auseinandersetzung mit neuen Technologien und vor allem ihren gesellschaftlichen Potenzialen in der Schule. So sollten SchülerInnen beispielsweise darüber diskutieren, wie ein gerechter Zugang zu modernen Technologien gewährleistet werden kann. Im Schulunterricht werden aber natürlich ganz andere 3D-Drucker verwendet als im Modul, das von Dr. Lemmer angeboten wurde. Das ist aber kein Problem, denn 3D-Druck ist nicht nur einfach ein weiteres Fertigungsverfahren. Vielmehr bietet die additive Fertigung eine grundlegend neue Möglichkeit der Gestaltung. Und dabei ist es nicht entscheidend, welche spezifische Methode ich zuerst lerne, sondern zunächst, dass ich die Technologie und ihre Möglichkeiten wirklich im Grundsatz verstehe. Denn durch additive Fertigung werden bisherige Einschränkungen aufgehoben. Beispielsweise sind unsere Knochen innen hohl und eine solche Struktur lässt sich am Stück nur mit einem 3D-Drucker in Anführungszeichen kopieren. Apropos Knochen, um die geht es in der nächsten Folge. Dann nämlich habe ich 2 GesprächspartnerInnen zu Gast, die mir einen Einblick geben, wie der 3D-Druck im medizinischen Bereich eingesetzt wird und was bald möglich sein könnte. Das war es auch schon mit Auf Knopfdruck, 3D-Druck für die Gesellschaft von morgen. Der Podcast ist ein Projekt im Rahmen des Exzellenzclusters 3D Matter Made to Order des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Heidelberg gemeinsam mit dem Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Mein Name ist Isabel Rogge, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.